Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ja, Aaron Israel hat es schon vor 5 Jahren gesagt, Gewinne sind besser als Lohn. Gewinne sind besser als Lohn. Und er verknüpft es dann gleich in seinem Video mit einer Begründung und die lautet, wenn du also einen Gewinn in Klammern Dividende, Ausschüttung bekommst, dann gewinnst du quasi freie Zeit hinzu. Warum? Er begründet es wie folgt, weil du nämlich durch eine 20 Euro in der Stunde eine Stunde mehr Zeit dazu gewinnst, die du nicht arbeiten musst, weil du bekommst ja dieses Kapital dann in deinen Vermögensstock hinzu, ohne jetzt aktiv etwas machen zu müssen. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt schauen wir uns gleich mal das Video noch dazu an und gehen in das Detail. Es geht auch schon los. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hier ist der Kanal von Aaron Israel. Er nennt sich Homo Economicus. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann empfehle ich euch dringend, diesen Kanal zu abonnieren. Also seine Entwicklung und auch seine Ideen und Werte, die er hier hat, die sind sehr vorbildlich und unglaublich, was er also in den letzten 5 bis 7 Jahren hier geschafft hat. Von Schulden in ein Millionenvermögen, beziehungsweise er baut sich das gerade auf und zeigt auch immer seine Depot-Updates und ist schon ein toller Erfolg, den er hier zustande gebracht hat. Nun gut, ich will gar nicht darüber sprechen, sondern ich spreche jetzt über sein Video, wo er also vor 5 Jahren erklärt, wie kommt er denn zur Dividendenstrategie und was waren so die ersten Berührungspunkte. Am Anfang des Videos beschreibt er, also er hat hier einen Lehrer gehabt in seinen Vorlesungen während dem Studium und der hat ihn dann mitgenommen und ein Hörbuch irgendwann mal gegeben und das Hörbuch weiß er gar nicht mehr so genau, aber es gab ein Kapitel und da hat der Autor dann gesagt, Gewinne sind besser als Lohngewinne. Also Kapitalgewinne sind besser als Lohngewinne. Und er erklärt jetzt hier kurz, was er damit meint. Gewinne sind besser als Lohn. Das klingt jetzt erstmal, okay, absolut 0815 ist klar, aber es gab dann eine schöne Erklärung in dem Kapitel, wo es dann, ja letztendlich ist es so erklärt worden, dass Lohn immer irgendwie irgendwas ist, was du quasi für deine Leistung bekommst oder für deine Arbeit. Oft ist es auch nur für deine Zeit. Das heißt, du tauschst deinen Lohn, gegen deine Zeit oder gegen deine Arbeitsleistung, die aber meistens irgendwie an die Zeit gekoppelt ist. Viele von uns machen, dass sie einer Lohnarbeit nachgehen und dort tauschen sie im Grunde ihre Stunde Zeit durch eine Leistung, die sie dann in dieser Zeit erbringen, gegen ein Entgelt, gegen einen Lohn, der irgendwann dann gezahlt wird, Ende des Monats oder auch sogar wöchentlich oder wie auch immer. Das ist diese Abhängigkeit und die Koppelung. Also überspitzt könnte man sagen, dass der Lohn oder das Geld, was du bekommst, ist letztendlich nichts anderes als deine Zeit, als eingefrorene Zeit. Das heißt, du hast jetzt 10 Stunden gearbeitet, hast 200 Euro dafür bekommen, also hast du die 200 Euro sind einfach nur eingefrorene Zeit. Genau, der nächste Punkt, er verknüpft es jetzt, also wie ich im Intro schon gesagt habe, mit einer bestimmten Zeit, die man dann, er nennt es eingefroren, also diese Zeit steht dann nicht mehr zur Verfügung und wurde eben entgeltlich belohnt mit einem Wert an Geld. So, jetzt ist natürlich okay, Lohn ist irgendwo Zeit, das heißt, oder in dem Kapitel ist es dann so erklärt worden, dass Gewinne genau das nicht sind. Gewinne sind eben nicht 1:1 in Zeit umzurechnen, sondern Gewinne sind Gewinner. Da ging es natürlich um Network Marketing und der Gedanke dahinter war natürlich, dass man sich da ein passives Einkommen aufbauen sollte, da viele Leute in dieses System reinbringen sollte und so weiter und so fort. Ja, der Aufhänger war hier Network Marketing, aber da geht es jetzt gar nicht darum, sondern einfach, dass die Idee, wenn man eben auch eine Kapitaleinkunft hat, und das kann eben auch eine Dividende sein, dass dieses sogenannte Einkommen, passives Einkommen, ich mag diesen Begriff gar nicht so, da kann ich mal ein anderes Video drüber drehen. Passives Einkommen aus meiner Sicht existiert gar nicht so, weil du musst vorher dann etwas leisten, damit es überhaupt vielleicht später passiver wird und du nicht aktiv Zeit gegen Geld tauscht. Das ist für mich noch eine ordentliche Begründung, sondern du musst tatsächlich vorher eine Vorleistung bringen und dann später bekommst du Einkünfte dafür, ohne aktiv sein zu müssen. Aber es ist immer noch Aktivität
am Beginn dieses Prozesses notwendig. Deswegen passives Einkommen mit Fragezeichen. Naja, wie seht ihr das? Passives Einkommen könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Gibt es das für euch oder ist das ein irreführender Begriff? Wie auch immer, seht ihr das? Bin gespannt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Jetzt scrollen wir mal ein bisschen vor. Und ihre Erfolge gefeiert und erzählt, wie cool sie alle sind. Erinnerte mich irgendwie mehr an so eine Sektenfeier und bin noch irgendwie nie so richtig vergessen. Und zwar bin ich dann ja etwas später, ich würde sagen 2 Jahre später, Also es geht noch weiter. Auf die Börse aufmerksam geworden, beziehungsweise auf Dividenden und dass man da Gewinne mitmachen konnte, da ich ja durchaus etwas Geld hatte, da ich schon in jungen Jahren mich selbstständig gemacht habe, habe ich angefangen mal zu googeln, Aktien mit hoher Dividende und habe damals dann was gekauft, was... Ja gut, also er hat angefangen dann in Aktien mit Dividendenausschüttung zu investieren und das waren so seine ersten Kontaktpunkte. Ich gehe jetzt auch noch mal ein Stückchen weiter vor. Dann wird vielleicht sogar etwas reifer und ja, da ging das Ganze nur mit Dividenden los. Okay, das ist die Geschichte wie ich dazugekommen bin, aber warum liebe ich diese Dividendenstrategie nun? Nun, wenn man sich den Satz nochmal überlegt, Gewinne sind besser als Lohn und sich überlegt, dass der Lohn, den man bekommt, eigentlich immer nur eingefrorene Zeit ist. Man könnte es auch überspitzt sagen als eingefrorene Lebenszeit, die du hast. Und Dividenden das Gegenteil sind. Also Dividenden Gewinne sind, die nicht an deine Lebenszeit geknüpft sind. So, dann ist es so, okay, wenn du Geld verdienst, du verdienst 200 Euro durch deinen Lohn und bekommst 5 Euro Dividende. 5 Euro Gewinn, das ist nichts im Verhältnis. Da könnte man sagen, okay, das kann ich mir schenken. Aber so sehe ich das nicht. Für mich ist das nicht so, dass ich sage, okay, also ich setze das nicht direkt ins Verhältnis. Ich rechne auch nicht. Genau, und das kann ich 100% unterschreiben. Für mich ist also jeder Euro Dividende, den ich an einem Tag gezahlt bekomme, manchmal täglich, mehrfach, dann ein Freudentanz, den ich da aufführen kann, weil einfach wieder Zeit geschenkt wurde. Und das begründet er jetzt auch gleich noch. Nicht den ganzen Tag, okay, jetzt, ich habe 5 Euro Dividende bekommen, das sind 15 Minuten Arbeitszeit. So rechne ich das nicht. Für mich sind einfach Dividenden geschenkte Zeit, könnte man sagen. Okay, wenn ich arbeiten gehe. Also Aaron sagt, Dividendeneinkünfte sind für ihn geschenkte Zeit, weil er dadurch nicht eine Lohnarbeit nachgehen muss oder auch einer selbstständigen Arbeit, wo er entsprechend unternehmerisch tätig ist und dann am Ende einer gewissen Leistung dafür dann auch bezahlt wird, sondern das ist tatsächlich so geschenkte Zeit, nennt er das Ganze. Dann opfere ich meine Zeit und kriege dafür meinen Lohn. Wenn ich Dividenden bekomme, dann kriege ich quasi Zeit geschenkt. Genau, also ihr könnt gerne das Video noch bis zum Schluss anschauen. Ich kann es voll unterschreiben, was Aaron hier sagt und begründet einfach und definiert, was Dividenden eben auch sein können. Nämlich nicht nur ein monetärer Wert, der irgendwo auf deinem Verrechnungskonto landet, sondern gut geschriebene, geschenkte Zeit. Und das ist eine sehr interessante Einstellung und auch Definition. Fantastische Philosophie, nämlich zu sagen, wenn also eine Dividendenzahlung kommt auf das Verrechnungskonto, dann ist das wie eine geschenkte Zeit für jemanden, der diese erhalten hat. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch. Das war schon in aller Kürze heute. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass also Kapitaleinkünfte eben ein wichtiger Bestandteil sind, um sein Vermögen leichter aufzubauen und eben nicht nur die Arbeit durch selbstständige oder nicht selbstständige Arbeit Lohn zu erwirtschaften, sondern es gibt dann einen wahnsinnigen Turbo. Dieser Kombination werdet ihr ziemlich schnell euer Vermögen schneller und rasanter aufbauen, als ihr euch das vorstellen könnt. Und ich wünsche euch viel Erfolg dabei, lasst es euch gut gehen, bleibt investiert, bis dann, danke, ciao, ciao.